Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Deutschlernen. Ich bin Markus. Und ich bin Sarah. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um eine Frage, die viele von euch haben. Wie könnt ihr auf Deutsch denken, ohne vorher im Kopf zu übersetzen? Wenn ihr nicht mehr jedes Wort übersetzen möchtet, seid ihr hier genau richtig. In dieser Folge zeigen wir euch, wie ihr direkt auf Deutsch denken könnt. Wir geben euch heute einfache Tipps für den Alltag. Am Ende üben wir zusammen kurze Sätze zum Mitsprechen. Bleibt also bis zum Ende dabei. Und bevor wir anfangen, denkt daran, wenn euch diese Folge hilft, gebt ihr gern ein Like und abonniert den Kanal. So könnt ihr jeden Tag ein bisschen besser Deutsch lernen. Viele kennen das Gefühl, ihr versteht Deutsch, aber ihr könnt nicht sprechen. Und das ist völlig normal. Und um Deutsch zu sprechen, müsst ihr anfangen, auf Deutsch zu denken. Auf Deutsch zu denken passiert nicht automatisch. Es ist eine Fähigkeit, die man Schritt für Schritt trainiert. Mit der richtigen Methode und mit Geduld kann das jeder lernen. Heute teilen wir mit euch praktische Ideen, die wirklich helfen. Und zuerst möchten wir etwas sehr Wichtiges sagen. Das hat nichts mit Intelligenz oder Talent zu tun. Genau, es ist kein persönliches Problem, sondern ein Methodenproblem. Viele Menschen lernen Deutsch, indem sie alles Wort für Wort aus ihrer Sprache übersetzen. Das macht das Sprechen langsam und oft auch frustrierend. Direkt auf Deutsch zu denken, ist für jeden möglich. Und wir fangen mit einer einfachen, aber wichtigen Idee an. Auf Deutsch denken heißt nicht, perfekte Sätze im Kopf zu haben. Es heißt, in einfachen Ideen zu denken. Kinder lernen eine Sprache auch nicht mit komplizierter Grammatik. Sie denken an einfache Dinge wie ich will Wasser, ich bin müde, das mag ich. Und genau so könnt ihr Deutsch auch lernen. Jetzt kommt unsere erste sehr hilfreiche Technik. Benutzt Deutsch, um euren Alltag zu beschreiben. Ihr müsst nicht immer mit anderen Menschen sprechen, Ihr könnt auch leise mit euch selbst sprechen. zum Beispiel zu Hause. Ich bin in der Küche. Ich habe Hunger. Ich gehe essen. Das sind einfache Sätze, aber sie sind sehr effektiv. Diese Technik ist wichtig, weil sie Deutsch mit eurem echten Leben verbindet. Ihr lernt keine Wörter ohne Zusammenhang. Ihr benutzt Deutsch, um zu beschreiben, was ihr seht und was ihr macht. So entstehen natürliche Verbindungen im Kopf. Und mit der Zeit fühlt sich Deutsch immer vertrauter an. Habt keine Angst, dieselben Sätze oft zu wiederholen. Wiederholung ist nichts Schlechtes. Sie ist notwendig. Das Gehirn lernt durch Wiederholung. Wenn ihr jeden Tag ähnliche Sätze denkt oder sagt, bleiben sie ganz automatisch im Kopf. Ohne Stress und ohne Druck. Eine weitere sehr wichtige Sache ist, Fehler zu akzeptieren. Viele Menschen denken nicht auf Deutsch, weil sie Angst vor Fehlern haben. Manchmal sogar in ihren eigenen Gedanken. Aber Fehler zu machen gehört ganz normal zum Lernen dazu. Du musst nicht perfekt sprechen, um auf Deutsch zu denken. Es geht nicht darum, andere zu beeindrucken. Es geht darum, deine Gedanken auszudrücken. Genau. Und deshalb ist Entspannung sehr wichtig beim Lernen. Stress blockiert das Lernen. Wenn du ruhig bist, fließt die Sprache besser. Wenn du also einen Gedanken auf Deutsch hast, der nicht ganz richtig ist, ist das kein Problem.
Dein Gehirn übt in diesem Moment. Und das ist das Wichtigste. Jetzt kommen wir zu einer weiteren, sehr hilfreichen Technik. Diese Technik nennt man geführtes Denken. Dabei benutzt du einfache Satzanfänge, die du jeden Tag wiederholst. Zum Beispiel kannst du denken, heute fühle ich mich müde. Oder du denkst, jetzt bin ich zu Hause. Oder du sagst dir, ich brauche eine Pause. Diese festen Satzmuster helfen dir, direkt auf Deutsch zu denken. Sie funktionieren wie Werkzeuge, die du immer wieder benutzen kannst. Du musst nicht jedes Mal einen neuen Satz erfinden. Du nimmst eine bekannte Struktur und passt sie an deine Situation an. So kann dein Gehirn Schritt für Schritt automatisch auf Deutsch denken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Tempo. Du musst nicht schnell denken. Langsam auf Deutsch zu denken ist völlig in Ordnung. Mit der Zeit wirst du automatisch schneller. Wichtig ist, dass du regelmäßig übst. 5 oder 10 Minuten jeden Tag sind besser als eine lange Übung, nur einmal im Monat. Genau, Regelmäßigkeit ist sehr wichtig. Deshalb sagen wir es noch einmal. Wenn euch dieser Podcast hilft, gebt ihm gern ein Like und abonniert den Kanal. Deutsch lernen ist ein Prozess. Und wir begleiten euch auf diesem Weg. Jetzt sprechen wir über einen sehr typischen Fehler. Viele Menschen glauben, sie müssen sehr viele Wörter lernen, bevor sie auf Deutsch denken können. Aber das ist nicht richtig. Du kannst mit einem einfachen Wortschatz auf Deutsch denken. Oft sind gerade die häufigsten Wörter die wichtigsten. Es ist besser, wenige Wörter gut zu kennen, als sehr viele nur oberflächlich. Mit wenigen, aber wichtigen Wörtern kannst du viele Gedanken ausdrücken. Besonders mit sehr häufigen Verben. Zum Beispiel mit den Verben sein, haben, gehen und machen. Wenn du diese Verben jeden Tag benutzt, wird dein Deutsch Schritt für Schritt besser. Es ist auch sehr wichtig, jeden Tag Deutsch zu hören. Zuhören hilft dem Gehirn, sich an den Rhythmus und an die Melodie der Sprache zu gewöhnen. Du musst dabei nicht alles verstehen. Es reicht, wenn du einfach zuhörst. Podcasts, Videos oder einfache Gespräche sind dafür sehr gut. Zuhören ohne Druck ist eine sehr gute Methode, um zu lernen, auf Deutsch zu denken. Und hier möchten wir etwas Wichtiges sagen. Übersetze nicht jedes Wort, das du hörst. Wenn du ein Wort nicht verstehst, hör trotzdem weiter. Oft versteht man die Bedeutung später durch den Zusammenhang. Das Gehirn ist sehr klug, aber es braucht Zeit und Vertrauen. Eine weitere sehr gute Technik ist, in Bildern zu denken und nicht in Wörtern. Wenn du das Wort Kaffee hörst, denke nicht an die Übersetzung. Denke an eine Tasse Kaffee. So verbindet sich Deutsch direkt mit einer Idee und nicht mit deiner Muttersprache. Diese Technik ist sehr wirkungsvoll. Es ist, als würdest du eine neue Verbindung im Gehirn bauen. Deutsch verbindet sich direkt mit Bildern und Bedeutungen. Nicht mit Übersetzung und dann mit Bedeutung. Je mehr Bilder du benutzt, desto natürlicher fühlt sich dein Denken auf Deutsch an. An dieser Stelle möchten wir dich an etwas Wichtiges erinnern. Du musst nicht vom ersten Tag an alles perfekt machen. Auf Deutsch zu denken ist ein Prozess, der Zeit braucht. Eines Tages merkst du plötzlich,
dass du einen Satz denkst, ohne zu übersetzen. Das ist ein sehr großer Erfolg. Freue dich über diese kleinen Momente. Sie zeigen, dass du echte Fortschritte machst. Im nächsten Teil sprechen wir noch genauer über praktische Techniken für den Alltag. Auch für Tage, an denen du wenig Zeit hast. Denn auf Deutsch zu denken ist nichts, was man nur beim Lernen macht. Du kannst es ganz einfach in deinen Alltag einbauen. Zum Beispiel beim Spazierengehen, beim Kochen oder beim Warten auf den Bus. Genau in diesen Momenten beginnt Deutsch, sich natürlich anzufühlen. Wie ein Teil von dir. Und es gibt noch viele weitere Ideen und Strategien, die dir helfen können. Wie wir schon gesagt haben, kann Deutsch ganz natürlich Teil deines Alltags werden. Du musst nicht ständig mit einem Buch sitzen. Kleine Momente am Tag reichen aus, um dein Denken zu trainieren. Zum Beispiel, wenn du auf der Straße gehst. Du kannst dann denken, ich gehe gerade, ich sehe Menschen, heute ist es warm, Das sind sehr einfache Gedanken. aber sie sind sehr effektiv. Ja, genau. Und das ist etwas, das viele Lernende nicht machen. Viele warten auf den perfekten Moment zum Lernen. Aber dieser perfekte Moment kommt oft nicht. Auf Deutsch zu denken während des Tages ist echte Praxis. Es ist kein klassisches Lernen mit Buch und Stift. Es ist die aktive Nutzung der Sprache. Und genau das brauchen wir, um ohne Stress auf Deutsch zu denken. Jetzt sprechen wir über eine sehr starke Technik. Sie heißt Denkblöcke. Die Idee ist einfach. Du denkst nicht Wort für Wort, sondern in kleinen Gruppen von Wörtern. Zum Beispiel denkst du nicht, ich gehe jetzt essen. Du denkst direkt, ich gehe essen. Das macht dein Denken flüssiger und natürlicher. Deutsch funktioniert sehr oft mit solchen festen Wortgruppen. Zum Beispiel Sätze wie ich mag, ich muss, ich möchte lernen oder es ist wichtig. Diese Strukturen hörst du jeden Tag. Wenn dein Gehirn diese Denkblöcke erkennt, musst du nicht mehr übersetzen. Du beginnst direkt auf Deutsch zu denken. Deshalb ist es so wichtig, diese Sätze oft zu hören. Wenn du einen Satz oft hörst, speichert dein Gehirn ihn als Einheit. Genau deshalb empfehlen wir, Podcasts wie diesen regelmäßig zu hören. Du lernst nicht nur einzelne Wörter. Du lernst echte Strukturen, die Menschen im Alltag benutzen. Und wenn dir dieser Podcast hilft, dann gib ihm gern ein Like und abonniere den Kanal. So unterstützt du unsere Arbeit und verpasst keine neuen Folgen. Eine weitere sehr hilfreiche Technik ist, Fragen im Kopf zu stellen. Zum Beispiel, was mache ich gerade? Oder was möchte ich essen? Oder wie fühle ich mich heute? Du musst diese Fragen nicht mit langen Sätzen beantworten. Ein kurzes Wort oder ein einfacher Satz reicht aus. Fragen aktivieren dein Gehirn. Du hörst nicht nur zu, du denkst aktiv mit. Wenn du dann auf Deutsch antwortest, ist das echtes Denken auf Deutsch. Zum Beispiel mit Sätzen wie mir geht es gut oder ich habe Hunger. Das ist echter Fortschritt. Viele glauben, dass man die ganze Zeit auf Deutsch denken muss. Das ist am Anfang nicht realistisch. Wichtig ist, mit kurzen Momenten zu starten. 1 Minute, 2 Minuten oder 5 Minuten reichen.
Mit der Zeit werden diese Momente länger. Und genau so wächst dein Denken auf Deutsch Schritt für Schritt. Und vergleicht euch bitte nicht mit anderen Lernenden. Jeder Mensch lernt in seinem eigenen Tempo. Manche brauchen mehr Zeit, andere weniger. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nicht die Geschwindigkeit, sondern die Regelmäßigkeit. Jeden Tag ein bisschen auf Deutsch zu denken ist besser als gar nicht zu üben. Jetzt sprechen wir über etwas sehr Wichtiges, die innere Stimme. Jeder Mensch hat eine Stimme im Kopf. Diese Stimme spricht normalerweise in der Muttersprache. Das Ziel ist, diese innere Stimme Schritt für Schritt auf Deutsch zu benutzen. Das muss nicht sofort komplett auf Deutsch sein. Du kannst auch mit kleinen Teilen anfangen. Zum Beispiel denkst du noch teilweise in deiner Sprache und benutzt schon ein deutsches Wort. Das ist kein Fehler, sondern ein Schritt nach vorne. Mit der Zeit verschwindet diese Mischung von allein. Deutsch bekommt immer mehr Platz in deinem Kopf. Das nennt man einen natürlichen Übergang. Kämpfe nicht gegen dein Denken. Lenke es ruhig und geduldig. Wenn du dich zwingst, entsteht Stress. Und Stress blockiert das Lernen. Jetzt kommt ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Sprich Deutsch auch laut. Selbst wenn du allein bist. Laut sprechen aktiviert das Gehirn anders als nur Denken. Denken und Sprechen sind nicht dasselbe. Wenn du einfache Sätze laut sagst, wird dein Denken schneller. Du kannst zum Beispiel sagen, ich lerne gerade Deutsch. Oder dieser Podcast ist interessant. Oder ich möchte mein Deutsch verbessern. Du brauchst dafür keinen perfekten Akzent. Wichtig ist, dass du die Sprache benutzt. Und denk daran, niemand bewertet dich. Du übst für dich selbst. Die Angst vor Fehlern ist einer der größten Lernblocker. Hier gibt es keine Fehler. Es gibt nur Übung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Übersetzung im Kopf zu reduzieren. Wenn du ein deutsches Wort hörst, versuche nicht sofort zu übersetzen. Nimm das Wort so an, wie es ist. Mit der Zeit kommt die Bedeutung automatisch. Zum Beispiel bei dem Wort morgen. Denke nicht an das Wort in deiner Sprache, Denke an den Tag nach heute. vielleicht an ein Bild oder ein Gefühl. Das ist Denken auf Deutsch. Jetzt sprechen wir über Routinen. Routinen sind sehr gut, um auf Deutsch zu denken. Sie wiederholen sich jeden Tag. Du kannst feste Sätze für den Morgen, die Arbeit und den Abend haben. Am Morgen kannst du denken, ich stehe auf, ich mache mich fertig, ich trinke Kaffee. Am Abend kannst du denken, ich bin müde, ich gehe schlafen, morgen arbeite ich. Diese Sätze wiederholen sich. Und sie bleiben im Kopf. Wenn sie automatisch werden, musst du nicht mehr darüber nachdenken. Sie kommen einfach. Das ist der Moment, in dem Deutsch natürlich wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, Stille zu akzeptieren. Manchmal weißt du nicht, was du auf Deutsch denken sollst. Das ist völlig in Ordnung. Zwinge dich nicht. Das Gehirn braucht Pausen. Lernen passiert auch in Ruhe. Schlaf, Entspannung und Freude an der Sprache gehören dazu. Deutsch lernen muss kein Kampf sein. Es kann etwas Angenehmes sein. Und zum Schluss erinnern wir euch noch einmal daran, den Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren.
So könnt ihr diesen Weg mit uns Schritt für Schritt gehen. Ohne Druck und mit Methoden, die wirklich helfen. Im nächsten Teil sprechen wir darüber, wie Gefühle und persönliche Erfahrungen helfen können, auf Deutsch zu denken. Wenn du Sprache mit Emotionen verbindest, lernt dein Gehirn viel stärker. Deutsch wird dann nicht nur ein Lernfach. Es wird ein Teil von dir. Das erklären wir euch bald mit klaren und einfachen Beispielen. Schritt für Schritt. Wie wir schon gesagt haben, spielen Gefühle eine sehr wichtige Rolle beim Lernen. Wenn du Deutsch mit deinen eigenen Gefühlen verbindest, wird die Sprache echter und leichter zu merken. Es ist etwas anderes, ein Wort nur aus einer Liste zu lernen oder es zu benutzen, um ein persönliches Gefühl auszudrücken. Genau. Wenn du glücklich bist, kannst du denken, ich bin zufrieden. Mir geht es heute gut. Und wenn du müde bist, kannst du denken, ich bin müde, ich brauche eine Pause. Das sind nicht nur Wörter, das sind echte Momente aus deinem Leben. Wenn du Deutsch benutzt, um über dein Leben zu denken, merkt dein Gehirn, dass diese Sprache nützlich ist. Deutsch ist dann nicht mehr nur ein Lernfach. Es wird ein Werkzeug zum Denken und Fühlen. Das verändert die Art, wie du lernst, ganz deutlich. Jetzt möchten wir euch etwas sehr Einfaches, aber sehr Wirksames empfehlen. Das mentale Tagebuch auf Deutsch. Du musst dafür nichts aufschreiben. Am Ende des Tages kannst du einfach an 3 Dinge denken, die du gemacht hast. Zum Beispiel, heute habe ich gearbeitet. Heute habe ich Deutsch gelernt. Heute habe ich mit einem Freund gesprochen. Diese Übung ist sehr gut, weil du dabei ganz natürlich über Vergangenheit und Gegenwart nachdenkst. Du brauchst dafür keine komplizierten Zeiten. Benutze einfach das, was du schon kannst. Mit der Zeit gewöhnt sich dein Kopf daran, in verschiedenen Momenten auf Deutsch zu denken. Es ist auch sehr wichtig, Deutsch zu benutzen, wenn du negative Gefühle hast. Wenn du nervös bist, kannst du denken, ich bin nervös, ich fühle mich nicht ruhig. Wenn du frustriert bist, kannst du denken, ich bin frustriert, aber ich lerne weiter. Sprache ist nicht nur für schöne Momente da. Sie ist für das ganze Leben da. Wenn du Deutsch auch in schwierigen Momenten benutzt, wird es ein Teil von dir. Eine weitere hilfreiche Technik ist, laut mit dir selbst zu sprechen. Du kannst das vor dem Spiegel machen. Das fühlt sich vielleicht am Anfang komisch an, aber es funktioniert sehr gut. Du kannst einfache Sätze sagen. Zum Beispiel, Hallo, wie geht es dir heute? Oder heute übst du Deutsch. Oder du machst das gut. Wenn du dich selbst auf Deutsch sprechen hörst, wächst dein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist sehr wichtig, um ohne Angst auf Deutsch zu denken. Deine Aussprache muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, dass du dich ausdrückst. Denk daran, niemand bewertet dich. Du übst für dich selbst. Angst vor Fehlern ist einer der größten Feinde beim Lernen. Hier gibt es keine Fehler. Es gibt nur Übung. Jetzt sprechen wir über Geschichten. Das Gehirn liebt Geschichten. Du kannst kleine Geschichten in deinem Kopf bauen. Sie müssen nicht lang sein.
Zum Beispiel, eine Person geht die Straße entlang. Sie hat Hunger. Sie geht in ein Café. Solche kleinen Geschichten helfen deinem Gehirn, in Abläufen zu denken. Nicht nur in einzelnen Wörtern. Das ist sehr wichtig für flüssiges Denken. 3 oder 4 Sätze reichen völlig aus. Du kannst dabei deine Fantasie benutzen. Die Geschichten müssen nicht echt sein. Sie können einfach, lustig oder auch ein bisschen seltsam sein. Wichtig ist nur, dass dein Kopf Deutsch benutzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, schwierige Tage zu akzeptieren. Es gibt Tage, an denen Deutsch leicht fällt. Und es gibt Tage, an denen alles schwer wirkt. Das ist ganz normal. Das bedeutet nicht, dass du schlechter wirst. Fortschritt verläuft nicht in einer geraden Linie. Es gibt Schritte nach vorne und kleine Pausen. Wichtig ist, dass du nicht aufhörst. Auch an schwierigen Tagen reicht es, kurz Deutsch zu hören oder einen Satz zu denken. Jetzt möchten wir euch an etwas Wichtiges erinnern. Du musst nicht den ganzen Tag auf Deutsch denken, um besser zu werden. Auch kleine gute Momente machen mit der Zeit einen großen Unterschied. Deshalb ist es so wichtig, eine positive Beziehung zur Sprache zu haben. Sieh Deutsch nicht als Pflicht, Sieh es als Werkzeug, als Möglichkeit, dich auszudrücken, andere Menschen zu verstehen und neue Kulturen kennenzulernen. Es hilft auch sehr, Deutsch mit Dingen zu verbinden, die du magst. Wenn du gern kochst, denke beim Kochen auf Deutsch. Wenn du gern spazieren gehst, beschreibe in Gedanken, was du siehst. So wird Deutsch Teil deines Alltags. Es ist dann keine Übung mehr, sondern Erfahrung. Das hilft sehr, ohne Anstrengung auf Deutsch zu denken. Eine weitere einfache, aber sehr wirksame Technik ist, kleine Denkgewohnheiten zu ändern. Wenn du auf die Uhr schaust, kannst du denken, es ist 3 Uhr, es ist früh, es ist spät. Oder wenn du das Wetter siehst, kannst du denken, es ist kalt, es ist warm, der Himmel ist grau. Das sind kurze Sätze. Aber sie trainieren dein Denken jeden Tag. Und denk immer daran, Geduld ist sehr wichtig. Setze dir keine unrealistischen Ziele. Du musst nicht wie ein Muttersprachler denken. Du musst klar und praktisch denken können. Wenn dir dieser Podcast hilft, dann gib ihm bitte ein Like und abonniere den Kanal. Das hilft uns, weiter Inhalte für Deutschlernende zu machen. In der nächsten Folge verbinden wir all diese Techniken. Wir sprechen darüber, wie du dieses Denken langfristig beibehältst. Ohne Druck und ohne Stress. Denn auf Deutsch zu denken ist kein Trick. Es ist eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten entstehen Schritt für Schritt. Wichtig ist nicht Perfektion. Wichtig ist Kontinuität. Viele Menschen starten sehr motiviert und verlieren dann die Energie. Das passiert, wenn man zu schnell Ergebnisse sehen möchte. Das Gehirn braucht Zeit. Auf Deutsch zu denken ist wie ein Muskeltraining. Wenn du jeden Tag ein bisschen übst, wird dieser Muskel stärker. Deshalb empfehlen wir ein sehr einfaches System. Zum Beispiel jeden Tag 5 Minuten auf Deutsch denken. 5 Minuten sind machbar und realistisch.
Diese 5 Minuten können morgens, abends oder unterwegs sein. Du brauchst keinen besonderen Ort. Du brauchst nur eine bewusste Entscheidung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, deinen Fortschritt richtig zu sehen. Fortschritt zeigt sich oft zuerst im Kopf. Eines Tages merkst du, dass ein Satz einfach da ist. Ohne Übersetzung, Das ist ein großer Schritt. auch wenn es nur ein kleiner Satz ist. Diese Momente zeigen, dass sich dein Gehirn verändert. Auch wenn du es nicht jeden Tag merkst, der Prozess geht weiter. Sei geduldig mit dir selbst. Es gibt Tage mit wenig Energie. An diesen Tagen ist es okay, weniger zu machen. Auch nur zuzuhören ist Lernen. Lerne freundlich mit dir selbst zu sein. Sprachenlernen ist menschlich. Gefühle, Motivation und Energie wechseln. Das ist normal. Um langfristig dran zu bleiben, ist Freude sehr wichtig. Wenn du nur an das Ziel denkst, wirst du frustriert. Wenn du den Weg genießt, wird Deutsch Teil deines Lebens. Freue dich über kleine Erfolge. Zum Beispiel, wenn du einen Satz in einer Serie verstehst. Oder wenn du ein Wort in einem Lied erkennst. Oder wenn du einen einfachen Gedanken auf Deutsch hast. Das sind echte Erfolge. Es hilft auch sehr, dich mit Deutsch zu umgeben. Stelle dein Handy auf Deutsch. Folge deutschen Accounts. Höre deutsche Musik. So wird Deutsch vertraut. Und wenn etwas vertraut ist, denkt man leichter darin. Zum Schluss möchten wir etwas Wichtiges sagen. Du musst deine Muttersprache nicht ersetzen. Deutsch ist kein Gegner deiner Sprache. Es ist eine zusätzliche Fähigkeit. Mit der Zeit bekommt Deutsch seinen eigenen Platz in deinem Kopf. Und das ist etwas sehr Starkes. Bevor wir enden, erinnern wir euch noch einmal daran, den Kanal zu abonnieren. Und die Benachrichtigungen zu aktivieren. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Wir sprechen weiter über praktische Methoden, echten Wortschatz und einfache Wege, besser Deutsch zu lernen. Zum Abschluss möchten wir dir etwas ganz klar sagen. Du kannst auf Deutsch denken. Dein Alter, dein Niveau oder deine Erfahrung spielen keine Rolle. Mit Übung, Geduld und guten Methoden ist es möglich. Vertraue dem Prozess. Benutze Deutsch jeden Tag ein bisschen. Sei freundlich zu dir selbst. Und denk daran, jeder kleine Gedanke auf Deutsch zählt. Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir hoffen, diese Folge hat euch geholfen und motiviert. Bis zur nächsten Folge. Bis bald und weiter viel Erfolg beim Deutschlernen.